Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute endlich mit dem Kriton Guide, der vor 2 Monaten hätte kommen sollen. Oder kommen müssen, aber ja, ich bin leider jetzt erst dazu gekommen. I'm sorry. Besser spät als nie. Ja, wir befinden uns im hinteren Ende des Herneos Dungeon und die Quest, die ihr verbraucht, um den Boss überhaupt herausfordern zu können, ist natürlich die Herneos Quest-Reihe. Die letzte Quest, die man braucht, ist 460. Die komplette Questreihe ist 460. The Final Battle for Herneos. Und wie auch schon die letzten Male, falls ihr irgendwie Probleme habt, also bei der Herneos Quest habe ich eine sehr ausführliche Quest-Anleitung, also auch als Video. Aber wie immer, man kann es auch über die Wikis machen. Man sucht einfach nach Kriton, den verwandten Quests und genau, hier Related Quests und hat dann hier die Übersicht und so weiter und ja, ist eigentlich ziemlich simpel. Das traue ich euch zu, wenn es in Flive Universe auf 160 schafft, dass ihr auch die Quest abschließt. Aber falls ihr irgendwo Probleme haben solltet oder so, wie gesagt, habe auch ein Video, Livestream, Zusammenstellung, wo ich es innerhalb von einer Stunde die komplette Questreihe mache. Und ja, das ist die Bedingung Nummer 1, dass ihr Kriton überhaupt herausfordern könnt. Die Bedingung Nummer 2 ist 160, aber wie gesagt, die Quest ist 160, also diesmal anders als bei Red Meteonica, wo das tatsächlich nicht gleich ist. Eintrittslevel und Quest-Benötigung, hier ist es tatsächlich gleich. Also Quest ist 260 und ihr müsst 260 sein, also ja. Außerdem neu, hier hat man nur eine 30-sekündige Vorbereitungszeit. Das heißt, vor allem wenn ihr mit 8 Chars reingeht, müsst ihr relativ zügig sein, weil 1 Minute ist meistens zu lang. 30 Sekunden, wenn man mit 8 Chars reingeht, ist tatsächlich relativ kurz. Also da muss man sich fast beeilen. Sonst schaffen nicht alle 8 Chars rechtzeitig beizutreten. Außerdem, auch hier eine Besonderheit, von allen, ich nenne sie jetzt einfach mal Solo-Bossen, auch Gildenbosse, ist es der einzige, der hier tatsächlich Quest-Items benötigt, um ihn herauszufordern. Und gut, Dekans Mine muss man dazu sagen, Gildenboss benötigt 1 Million Penya jedes Mal, wenn man ihn herausfordert. Aber hier benötigt man tatsächlich pro Stufe Quest-Items. Jeweils 10 der 3 Monster im Herneos Dungeon Quest-Items für leicht, 15 für mittel und 20 für schwer. Also 30 insgesamt für leicht, 45 für mittel und 60 für schwer. Wie immer, man kann es als Gruppe oder Solo machen, also Party oder Solo. Party heißt mindestens zu zweit. Ich würde es euch dringend empfehlen, den Boss niemals Solo zu machen, weil es einfach sinnlos ist. Ihr werdet quasi nichts droppen. Und ja, der Boss ist dann super einfach und macht weniger Schaden und so weiter. Aber es ist einfach Zeitverschwendung und man kann ihn nur einmal am Tag machen. Das ist auch direkt die Abklingzeit. Nächster Punkt, Abklingzeit 1 Tag. Sollte man echt nicht verschwenden, diese Chance hier mit einer relativ hohen Chance, Herneswaffen und andere Ultimate, Orichalcum, Brain Amethyst relevante Items zu farmen, sollte man meiner Meinung nach nicht verschwenden. Außer dann, wenn man es wirklich gar nicht schafft, von mir aus, dann kann man es vielleicht so machen, wenn man sagt, man kriegt es anders gar nicht hin, noch nicht vielleicht. Ich meine, gut, dann kann man es vielleicht mal machen, aber ich würde dringend davon abraten. Und ja, das war's eigentlich auch schon zu den normalen Infos. Wie gesagt, das ist relativ simpel. Grundsätzlich richtet sich dieses Video jetzt eher auf Level 165, beziehungsweise ist es so, meine Empfehlungen HP-technisch sind eher für 165. Das Problem ist, der Boss ist Level 169. Also warum ich das so extra erwähne oder kristallisieren möchte, ist, ausnahmsweise ist es hier tatsächlich so, dass man den Boss erst herausfordert, oder besser gesagt, man fordert ihn heraus und man ist direkt 9 Level unter ihm. Man will ihn aber mit 160 machen, weil anders als Meteonica, Clockworks und so weiter, droppt er hier tatsächlich Endgame-Items, also die auch wirklich im Endgame relevant sind, Herneos-Waffen, Hernes-Waffen. Also hat er einfach eine höhere Rolle im Spiel, also er ist einfach wichtiger. Und das Problem ist halt, wenn ihr mit 160 reingeht, ist er 9 Level über euch. Und wer mein Video mal geguckt hat, mit den, was die Monster und eigene Level-Differenz eigentlich bedeutet, das bedeutet ziemlich viel. Ihr macht deutlich weniger Schaden an einem Monster, das 9 Level über euch ist. Und ein Monster, das 9 Level über euch ist, macht euch auch nicht ganz so deutlich wie ihr, also wie bei euch der Damage-Unterschied ist, aber auch doch spürbar mehr Schaden. Und das heißt, ihr macht weniger und er macht mehr Schaden mit 160 als mit 165. Und diese 5 Level spielen tatsächlich eine doch gar nicht mal so geringfügige Rolle. Das ist wie ein zusätzliches Power-Up, sowohl was die ATK als auch die Verteidigung angeht. Das spürt man auf jeden Fall heftig. Und das heißt, mit 160 braucht ihr theoretisch bessere Stats als mit 165.
Einfach durch die Leveldifferenz, weil die dann deutlich kleiner ist, von 9 auf 4. Und das macht leider einen relativ großen Unterschied. Das Gute ist, wenn man die komplette Herneos Quest-Reihe abgeschlossen hat, jedoch, dass man sofort auf Level 161 kommt. Das heißt, das erste Level kriegt man mehr oder weniger geschenkt, indem man Kriton auch nur ein einziges Mal besiegt. Dann ist die Quest-Reihe fertig und man ist instant über 161. Also das ist schon mal ein positiver Aspekt von dem Ganzen. Aber grundsätzlich sollte man es auf jeden Fall beachten. Das heißt, wenn ihr irgendwie gar nicht klarkommt, dann liegt es vermutlich an der Level-Differenz. Und ja, die müsste man halt dann im besten Fall verringern oder halt noch mehr Power-Ups aktivieren. Das heißt, die Standardkonfiguration, sage ich jetzt einfach mal, ist für Level 165. Ich empfehle euch auf 165, vorausgesetzt, ihr tragt ein PvE-Set und Blitz plus 10 auf der Suit, also das ist quasi die Basisvoraussetzung. Dann sage ich vielleicht, sollten 20k reichen. Ich würde jedoch eher, also mindestens 20k, also lieber mehr, immer lieber mehr. Und ich würde eher Richtung 25k gehen, wenn möglich. Aber sobald ihr 20k habt, solltet ihr in der Regel relativ sicher sein. Falls nicht, wenn ihr zum Beispiel keinen Blitz plus 10 auf der Suit habt oder so, oder keine Ahnung, andere Gründe, zeige ich euch später noch einen Trick, wie ihr es trotzdem mit, in Anführungszeichen, zu wenig HP, zumindest bis zur Rage Phase, eigentlich in einem Dungeon relativ einfach habt, was jetzt Überleben angeht, weil Kriton ist, aber komme ich auch gleich noch dazu. Auf Mid würde ich euch empfehlen 25k. Auch da ist es so, wie gesagt, Blitz plus 10, PvE-Set vorausgesetzt. Kann unter gewissen Umständen zu wenig sein. Wie gesagt, gehe ich gleich noch drauf ein. Und auf Hard würde ich sagen Minimum 30k. Da habe ich aber lustigerweise erst neulich die Erfahrung gemacht, hat mein Jester auf FEC einen 31k Crit bekommen. Bei Kriton auf Hard. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es mit PvE-Buff war oder in Rage Phase. Ich bin mir relativ sicher, dass es mit dem PvE-Debuff war, auf den ich jetzt gleich noch eingehen will. Also auch hier ist so eine ähnliche Situation wie bei Red Meteonica. Aber grundsätzlich, wenn ihr diese HP-Werte erreicht, plus PvE-Set mit Blitz plus 10 auf der Suit, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall farmen. Vielleicht nicht ganz ohne Tod, gehe ich wie gesagt gleich noch drauf ein, aber damit sollte es möglich sein. Und meine Empfehlung auf jeden Fall, um diese HP-Werte zu erreichen, nehmt ein HP-Pad. HP-Pads sind unfassbar günstig für das, was sie leisten. Eines der günstigsten Power-Ups im Spiel, das aber wirklich eine riesige tragende Rolle spielt. Meins ist auch super schlecht auf Bodenk 2.9, meins auf FEC ist sogar noch schlechter, das hat nur 2.6. Würde ich euch aber stark empfehlen, weil ohne kostet es viel zu viele Power-Ups und ja, ist relativ lästig. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Dann gehen wir rein, dann kann ich noch das erklären, was ich jetzt gerade die ganze Zeit angeteasert habe. Also, Kriton ist lustigerweise einfach nur ein Giant Dorian mit einem Cosplay. Kriton, entgegen dem, was man denken würde, weil es bei Red Meteonica und selbst Clockworks, die haben ja alle irgendwelche Mechaniken, irgendwelche besonderen Skills. Der Clockworks hat seinen Laser, die Meteors haben ihren Stun, ihre Schmelze, ihr Brennen. Die haben alle irgendwelche besonderen, ungewöhnlichen Bossmonster-Skills, die man so normalerweise bei anderen Monstern nicht sieht. Kriton jedoch ist einfach nur ein Giant, und zwar wieso? Er hat zwar einen Skill, aber das ist einfach nur ein roter Kreis und den kann er beliebig oft einsetzen. Der kann theoretisch 5-mal hintereinander kommen, er kann aber auch in 10 Minuten kein einziges Mal kommen. Einfach wie jeder x-beliebige Giant Dorian letztendlich. Es ist einfach ein Giant Dorian. Und warum ausgerechnet Giant Dorian? Weil der Skill-Effekt von dem Kreis ist genau der gleiche wie von Giant Dorian. Ihr bekommt für, ich weiß nicht, 6 oder 7 Sekunden oder vielleicht sind es 8, 100% mehr PvE-Schaden und macht aber auch 100% mehr PvE-Schaden. Also der gleiche Effekt wie bei Giant Dorian, Violet Dorian, Lord Dorian und auch beim Envy-Defts Kraken-Boss 1:1 der gleiche Effekt. Aber das ist quasi unser einziges Problem. Also das Einzige, was wir hier beachten müssen, ist dieser Effekt. Kann aber trotzdem ziemlich nervig sein, weil wie gesagt, er ist dadurch auch extrem random. Bei Red Meteonica, wenn ihr meine Guides gesehen habt, gut, Clockworks ist auch relativ random. Naja, eigentlich nicht. Also Clockworks und die Meteonica, die sind berechenbar. Das heißt, man kann sie analysieren, studieren und man kann eine Taktik gegen sie auffahren, mit der man sie easy farmen kann. Daher auch meine Guides dazu, falls ihr sie nicht gesehen habt, gerne mal angucken.
Kriton jedoch ist, wie gesagt, halt leider unberechenbar, weil er seinen Skill einfach beliebig oft einsetzen kann. Und das heißt, man muss ihn mit einer gewissen, trotzdem Vorsicht genießen, auch wenn er in Anführungszeichen relativ langweilig ist, was jetzt Bossmonster angeht. Und er ist auch eigentlich nicht besonders stark, weil er ist erst dann stark, wenn er entweder in Rage-Phase ist, weil er dann viel mehr Schaden macht, wie alle Bossmonster und Giants im Spiel. Rage-Phase muss man immer noch mal aufpassen. Ihr seht, by the way, wir sind seit 2 Minuten drin, hat noch kein einziges Mal seinen Skill gemacht, ne? Lustigerweise. Perfekter Vorführeffekt, er hat noch kein einziges Mal seinen Skill gesetzt. Außer ich habe es übersehen, aber ich glaube nicht. Und das andere ist, ihr könnt seinen Skill auch einfach entfernen. Also, er hat keine besonderen Mechaniken, ist extrem random, dadurch trotzdem ein bisschen tückisch, aber das Tückischste oder das Mieseste an ihm ist, wenn er seinen Skill einmal einsetzt, und sein Skill ist sein stärkster Angriff in der Regel, seine Auto-Attacks sind für gewöhnlich, natürlich Max-Crit ist immer möglich, aber für gewöhnlich nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich, oder da, wo ich in der Vergangenheit am meisten sterbe, ist, er macht seinen Skill und instant nochmal seinen Skill. Der zweite Skill macht aber plus 100% Schaden, also einfach doppelt so viel als der erste Skill, weil dann ja der Debuff drauf ist. Und wie ihr das umgehen könnt, ist ganz einfach. Ich meine, das passiert jetzt leider nicht, deswegen kann ich es nicht wirklich demonstrieren. Aber ihr könnt seinen Skill einfach gewuhren. Und Gewur heißt, Gewur Tiala entfernt alle negativen Effekte von einem Spieler. Ich meine, Scroll of Holy würde auch funktionieren, aber wer zum Teufel benutzt das Scroll of Holy im PvE? Das macht kein Mensch, weil das wäre größenwahnsinnig. Oder nicht größenwahnsinnig, das wäre einfach nur dämlich, weil die tatsächlich relativ teuer sind oder relativ selten. Und könnt das einfach weggewuren. Und wenn ihr gewurt, ist der Effekt dann verschwunden. Das heißt, leider macht ihr dann auch keine 100% mehr PvE-Schaden für x Sekunden, aber er auch nicht. Und das bedeutet, ihr habt ein geringeres Risiko zu sterben. Heißt also, wenn ihr vor allem mit 160 reingeht oder wenn ihr zum Beispiel nicht ganz die 20, 25, 30 KP-Werte erreicht und merkt, okay, ihr sterbt die ganze Zeit oder ihr sterbt zu häufig für euren Geschmack oder whatever, dann würde ich euch empfehlen, spielt es lieber sicher und gewurt den Skill. Das habe ich mit meinem Jester auf FEC auch gemacht, als ich gemerkt habe, ich habe zum Beispiel das erste Mal Kriton auf Hard gemacht, da war ich 162. Hatte auch, glaube ich, die 30 KP nicht, oder vielleicht hatte ich 30 KP, aber ich war 162, das heißt, er war 7 Level über mir und hat mir halt übelst die Shane gegeben, ne? Und mein Equipment war natürlich auch noch ein bisschen schlechter. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, es funktioniert einfach nicht, sobald ich den Skill drauf habe, kann mich jeder Auto-Attack von ihm töten, einfach durch diesen 100% Schadensbuff. Das ist mir zu riskant, habe ihn immer gewurt. Und siehe da, es hat unfassbar gut funktioniert. Plötzlich, ja, ich bin hier und da trotzdem vielleicht nochmal gestorben, wie gesagt, bei Back-to-Back-Skill oder so. Aber es hat sich deutlich reduziert. Und das heißt, das ist so hier die Weicheischuppen-Junior-Taktik bei Kriton. Sobald der Kreis sich schließt, also ich mache es immer so folgendermaßen. Ich kann es halt echt nicht demonstrieren, weil er kein einziges Mal so einen dämlichen Kreis macht. Wir sind seit 4 Minuten hier drin und nicht einsetzt. Also er hat einziges Mal so ein dämliches Skill eingesetzt. Das ist so typisch. Aber wenn du nicht willst, dass er sein Skill einsetzt, macht er ihn die ganze Zeit, ne? Das ist crazy. Aber ich bin auch so noch keinmal gestorben und mein Ranger hat ja, wie wir gerade festgestellt haben, okay, es sind ein paar Buffs abgelaufen. Okay, what the fuck. 22.000 waren es gleich, oder? 22.679, also sollte safe sein. Wir sind auf leicht reingegangen und wir sind auch bisher safe geblieben. Passt. Das nur so zur Demonstration, wie gesagt. Und was ich immer mache ist, wenn jetzt zum Beispiel, ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, sein Kreis kommt jetzt. Ich laufe mit meinem RM tatsächlich immer raus. Warum kein Barrier? Wegen dem Back-to-Back. Wenn ich immer Barrier einsetze, und das habe ich auf Borodeng immer gemacht, da habe ich meine Taktik, also am Anfang immer gemacht auf Borodeng, ich habe irgendwann meine Taktik da mal umgestellt, weil es so einfach sicherer ist. Ich laufe lieber raus, außer der Kreis ist auf meinem RM. Achso, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Er kann seinen Kreis an verschiedenen Stellen machen. Also er fokussiert seinen Kreis immer auf einen der beiden Charakter, gefühlt aber zu 90% auf dem Damage-Dealer. Beim Damage-Dealer kann man einfach kurz rauslaufen. Wenn der RM im Fokus ist, kann es sein, wenn er nicht sofort reagiert, dass er nicht mehr genug Zeit hat zum Weglaufen, außer mit Scroll of Sprint oder so, dann barrier ich immer. Aber für gewöhnlich barrier ich nicht meine RM, einfach wegen dem Back-to-Back-Faktor. Das heißt quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe und HC, dann kommt ein Kreis, der mich eigentlich kaum treffen würde. Ich müsste legit nur einen Schritt nach links machen und bin draußen. Ich barrier mich aber. Das bedeutet dann, Barrier ist für 18 Sekunden auf Cooldown. Oh, perfektes Beispiel, lustigerweise. Jetzt habe ich mich gebarriert, weil ich in der Mitte stand. Das heißt, weglaufen kann sehr knapp werden. Außer man reagiert sehr gut, sehr schnell oder hat, wie gesagt, Geschwindigkeits-Power-Ups an. Achso, das war übrigens noch der
Buff, aber hab's euch schon gezeigt mit 100% PvE-Schaden und 100% eingehender Schaden. Wie gesagt, das war jetzt das Beispiel, wo ich Barrier, normalerweise aber lieber nicht, weil es kann ja sein, dass ich mich hier jetzt Barrier, wo es eigentlich gar nicht nötig ist, und dann macht er aber instant nochmal sein Skill und diesmal ist aber meine M im Fokus. Das heißt, diesmal steht meine M in der Mitte von dem Skill und vielleicht komme ich nicht rechtzeitig weg. Barrier ist auf Cooldown, boom, du bist 100%ig tot. Das heißt, Barrier sollte man sich immer als Joker aufheben. Außerdem, wenn ihr auf Gewur angewiesen seid und euer M stirbt wahrscheinlich direkt danach auch noch euer Damage-Dealer, weil er dann auch den Debuff hat, also außer ihr lauft weg oder so. Das wäre auch ziemlich nervig. Und, ja, das war's eigentlich, genau. Also das waren eigentlich so die Tricks, in Anführungszeichen, wenn ihr halt, wie gesagt, struggelt, die ihr machen könnt. Normalerweise ist es für euch wahrscheinlich relativ wenig relevant, was ich gerade gesagt habe, weil normalerweise, wenn ihr ihn easy tanken könnt, wenn ihr genug HP habt, wenn ihr euch sicher fühlt, wenn ihr ihn schon ein paar Mal gemacht habt und so weiter, dann steht ihr einfach da, permanent HC und Gewur. Ob ihr dann rauslauft oder barriert, ich meine, das muss ja langfristig jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, ich würde halt empfehlen, für Leute, die eher noch unsicher sind oder am Anfang sind, ich würde nicht immer barrieren, ich würde lieber rauslaufen und nur dann barrieren, wenn ihr es wirklich braucht. Und wie gesagt, immer den Skill gewuren, solange ihr noch nicht 165 seid. Oder wie gesagt, solange ihr noch nicht die nötigen HP-Werte wirklich erreicht oder solange ihr euch noch unsicher fühlt und so, dann immer den Skill einfach gewuren. Und das war's eigentlich. Also mehr muss man hier nicht machen, mehr gibt's nicht zu machen. Also ihr seht, wir sind seit 8 Minuten drin und es ist eigentlich stinklangweilig. Es ist nichts passiert. Er hat einmal seinen Skill gemacht in 8 Minuten. Es war doch nicht einmal lebensgefährlich für meinen Ranger. Es ist einfach gar nichts passiert, ne? Also es ist eigentlich von allen Bossmonstern fast schon der langweiligste. Natürlich muss man persönlich sagen, im Vergleich zu Red Meteo ist das halt ultra chillig, weil Red Meteo hast du immer die Gefahr mit dem One-Shot, mit dem Stun, oder du musst, falls du es tankst, musst du immer rechtzeitig barrieren, musst auf die Zeit achten, musst weglaufen und so, also total nervig, ja, vor allem, wenn man irgendwie sowieso ein bisschen abgelenkt ist, zum Beispiel von einem Livestream-Chat oder so, und sowieso nicht so 100%ig aufpasst, ist das super nervig, weil dann wird man halt einfach sehr oft sterben oder man hat auf jeden Fall das Potenzial, sehr oft zu sterben. Aber bei Kriton, wie schon gesagt, solange die HP-Werte die nötigen erreicht und das Einzige, was ihr beachten müsst, ist im Endeffekt, ihr dürft halt, wie gesagt, Barrier nicht, also ich würde Barrier nicht immer auf Cooldown haben, einfach nur zum Joker und den Skill-Gewuren, wenn ihr halt, wie gesagt, noch unsicher seid, nicht genügend HP habt und so weiter. Und das war's eigentlich. Also super einfach, super simpel und echt, also das ist der perfekte Run. Es gibt auch Höllen-Runs, ich hatte auch schon bei Kriton-Runs, vor allem mit 3 Charaktern, das ist sehr nervig, ich habe ihn auch mit 3 Charaktern gefarmt auf Burudeng. Da ist es tatsächlich ziemlich nervig, 3 Charakter zeitgleich zu steuern, ist tatsächlich ein bisschen bescheuert. Also das ist sogar jetzt ein bisschen zu viel tatsächlich. Nervt einfach nur, weil man da halt doppelt ausweichen muss, wenn man einen Tank plus 2 andere Charakter hat, da muss man halt doppelt ausweichen und so. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter und nerviger. Gibt auch nicht wirklich einen großen Mehrwert davon, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das hier tatsächlich eine super einfache Geschichte. Und das größte Problem ist einfach am Anfang, dass man eben 9 Level drunter ist und er schon verhältnismäßig viel Schaden macht, weil jetzt denkt man sich vielleicht, okay, wenn ich den Skill aber immer gewure, dann brauche ich ja vielleicht gar keine 20.000, 25.000 oder 30.000. Ja, aber es gibt ja noch die Rage Phase. Und in der Rage Phase haut sein Skill tatsächlich echt viel Damage raus, auch ohne den doppelten Buff. Vor allem mit dem doppelten Buff, weil dann hat er ja Rage Phase plus die 100% eingehender Schaden. Das ist dann schon echt heftig. Also der Rage Phase gewure ich mich persönlich immer, weil ich einfach keinen Bock habe zu sterben. Und in der Rage Phase mit dem Debuff, mit dem 100% eingehenden Schaden, wirst du 100%ig sterben. Außer du hast deutlich mehr HP als das, was ich euch am Anfang gesagt habe. Und ja, also das muss man halt immer noch bedenken. Es gibt auch noch eine Rage Phase. Das heißt, wenn es bis jetzt quasi Kindergarten war, es gibt noch eine Rage Phase. Darf man nicht vergessen. Aber normalerweise, wie gesagt, man weiß ja, wie viel man aushält. Man hat es dann schon 10-mal gemacht. Irgendwann ist man ja so sicher, dass man selber weiß, was man machen muss. Aber für den Anfang, wie gesagt, immer meine Weicheischuppen-Junior-Tipps beachten. Dann sollte auch das klar gehen, wenn ihr nur 160 seid und vielleicht noch nicht ganz so viel HP habt. Jetzt töten wir den Boss natürlich noch und schauen uns die Rage Phase an. So, ich war jetzt tatsächlich relativ low gerade, weil ich aber nochmal double checken muss. Ich habe schon lange keinen Ranger mehr gespielt. Also er hat mir jetzt schon ein bisschen mehr Damage gemacht, aber er hat wirklich, ich schwöre, er hat kein einziges Mal mehr seinen Kreis gemacht. Wir haben jetzt einen Kreis gesehen in fast 15 Minuten.
Das ist auch etwas, worüber ein bisschen spekuliert wird, ob der teilweise einfach verbuggt ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, habe auch noch nie irgendwie einen Screenshot gesehen oder von einer Developer-Aussage gehört oder so. Also der Boss ist ultra weird. Wie gesagt, es ist einfach ein Giant. Manchmal macht er seinen Skill 100 Mal in 10 Minuten und manchmal halt kein Mal. Kann auch passieren. Ja, jetzt töten wir ihn einfach nur, weil ihr wollt immer die Drops sehen anscheinend. Sorry. Lol, ich habe sogar was gedroppt. Damn, that's crazy actually. Ohne Party-Skills und auf Easy. Hätte ein Pop-Up gegeben. Genau. Und ja, das war's. Also, gibt echt nicht viel dazu zu sagen, weil es einfach so simpel ist. Eigentlich der leichteste Boss im Spiel, wenn man das nötige Equipment dafür hat, muss man sagen. Und dafür auch der beste Boss, weil er theoretisch die besten Drops hat. Leider sind die Drops unfassbar selten. Meine größte Pechsträhne bei ihm waren 265 Kritons am Stück ohne Herneswaffe. Ist also schon ziemlich krass. Also es kann sehr lange dauern, bis man hier tatsächlich mal Erträge hat. Auf FEC geht es natürlich ein bisschen schneller wegen dreifacher Droprate, falls man einen FEC Flask hat. Aber ja, also ist schon ganz ordentlich. Ja, ich hoffe, der Guide kann euch weiterhelfen, hat euch weitergeholfen. Sorry, dass er so spät kam. Ja, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like und ein Abo von euch freuen. Für tägliche Livestreams schaut gerne in dem Twitch-Link in der Videobeschreibung vorbei. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao.